Moin liebe Tischtennisfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf tt-test.de. Ihr habt die Kommentarleiste zugeballert, dass ihr unbedingt den Dicknix 09C sehen wollt. Deswegen haben wir ihn hier jetzt raufgeklatscht. Die Belege spiele ich jetzt schon ein halbes Jahr, deswegen gibt's heute endlich mal ein Langzeit-Review. Und damit rein ins Video. Kommen wir nun zu den technischen Fakten des Belags. Das Einsatzprofil ist ganz klar für Offensivspieler gedacht. Mit Noppen innen liegt der Schwerpunkt auf Spin und Kontrolle. Allerdings ist er mit 55 Grad Schwammhärte auch einer der härteren Belege. Die klebrige Oberfläche ist auch, wie gehabt, bei Hybridbelegen vorhanden. Man kann damit auch Bälle hochheben. Grundsätzlich kommt der Name 09C daher, dass das C für Circular Sponge steht. Das heißt, dass in den Schwamm Gelpartikel eingearbeitet werden. Laut Recherche ist er ungeschnitten, ca. 72 bis 74 Gramm schwer, was für so einen harten Belag völlig in Ordnung ist. Erhältlich ist der Belag in 1,9 mm Schwammdicke und 2,1. Preislich liegt er aber bei knapp 80 Euro. Die Frage ist nun, ob die Haltbarkeit stimmt. Das erfahrt ihr am Ende des Videos. Mein Ersteindruck von dem Belag war, dass er eine feste und trotzdem angenehme Oberfläche hat. Beim Ballkontakt kommt klares, knackiges Geräusch und man hat sehr viel Kontrolle über den Ball. Allgemein ist es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tempo und Kontrolle, wie ich finde. Gerade überm Tisch kann man da sehr angenehm kurz legen und trotzdem aber auch Tempo entwickeln. Was mich bei anderen Hybridbelegen ab und an gestört hatte, war, dass sie sich etwas sumpfig anfühlen und man nicht so viel Power rausbekommt, oder das andere Extrem, dass sie viel zu schnell sind. Das beides hatte ich beim Dicknix nicht. Das heißt, von Anfang an habe ich mich ziemlich kontrolliert damit gefühlt und so, als ob ich zum Beispiel beim Blocken kaum Fehler mehr mache. Bei anderen Hybridbelegen hatte ich immer das Gefühl, dass wenn man passiv spielt und nicht immer einen Kick dazu gibt, der Belag einfach runterfällt. Das geht mit dem Dicknix 09C, wie ich finde, etwas besser. Das heißt, klar musst du noch einen kleinen Impuls geben, aber du hast wirklich deutlich mehr Kontrolle als bei anderen Hybridbelegen. Deswegen spiele ich ihn jetzt auch schon seit über einem Jahr und finde den halt echt gut. Zum Spin kann man nur sagen, dass er echt guten Grip hat und man damit extrem sauberen Unterschnitt zum Beispiel erzeugen kann. Bei den Aufschlägen fühlt es sich sehr kontrolliert an und du hast wirklich das Gefühl, dass der Ball Ticken auf deinem Belag haften bleibt. Für das Offensivspiel ist er sehr geeignet für powerorientierte Spieler, würde ich sagen. Also du hast zwar genug Kontrolle noch, wenn du Topspin ziehst, aber wenn du einmal richtig durchziehst, kommt da auch echt Tempo zustande. Gerade für die Eröffnung und für das Überm Tischspiel finde ich ihn ausgezeichnet. Das heißt, Kurzlegen sowie Flippen ging damit richtig gut, aber auch gerade wenn ich viel Unterschnitt bekomme, dann schön weich nach oben ziehen, geht mit dem Belag super, weil man halt diese lange Kontaktzeit hat. Wenn ich ihn jetzt mit anderen Butterfly-Belegen wie dem Dicknix 05 vergleichen müsste, würde ich sagen, dass er etwas härter, präziser ist und weniger katapultartig dafür. Das heißt, man hat nochmal einen Ticken mehr Kontrolle und wenn man es mit dem Tenergy 05 vergleichen würde, würde ich sagen, die haben ähnlichen Spin, aber das Feedback fühlt sich etwas direkter an bei dem 09C. Für meinen Stil ist es bis jetzt die beste Mischung aus Spin und Kontrolle. Zur Haltbarkeit lässt sich jetzt sagen, mir wurde anfangs gesagt, man kann ihn 6 Monate ohne Probleme spielen. Ich muss allerdings sagen, er hält sich besser als andere Belege, aber bei regelmäßigem Training hält er trotzdem nur 3 bis 4 Monate. Dafür ist der Preis von 80 Euro trotzdem ziemlich hochpreisig, muss man sagen. Zumal ja noch dazu kommt, dass man bei Butterfly keinerlei Rabatt kriegt. Eine letzte Sache muss ich noch ergänzen und klebt euch nicht direkt vorm Punktspiel nochmal einen neuen Belag drauf, weil er bei der ersten Einheit sich etwas sumpfig anfühlt. Das haben viele Hybridbelege, und wenn man sie dann erstmal einmal gespielt hat und so diese Grundschicht ein bisschen weg ist, ist er für mich optimal. Fassen wir das Ganze nochmal in einem kleinen Fazit zusammen. Ich würde schon sagen, dass es ein Belag für fortgeschrittene Spieler ist. Das heißt, für Anfänger ist er sicherlich nicht gedacht, denn er erfordert schon etwas Kontrolle von dem Spieler und man kann damit sehr viel Tempo erzeugen. Für Anfänger könnte das ein wenig unkontrolliert sein.
Wenn man aber allerdings ein fortgeschrittener Angriffsspieler ist, ein tischnahes Spiel hat und Bock auf einen geilen Belag hat und sich vielleicht auch mal was Gutes gönnen will, dann kann ich den Belag sehr weiterempfehlen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, es gibt günstigere Alternativen. Zum Beispiel der Tipa K3 oder der Tipa K3 Pro. Für mich ist der Tipa K3 am nächsten an dem Dicnix 09C dran. Allerdings muss man sagen, er ist ein ganz bisschen härter und er hält sich nicht ganz so lange. Abseits davon ist er trotzdem deutlich günstiger, gerade weil er ab und zu auch im Angebot zu finden ist. Wir haben euch den auch mal in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie den K3 Pro. Wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft gerne, falls ihr euch den holt, über diesen Link, dann kriegen wir davon auch etwas ab. Für euch entstehen natürlich keine Mehrkosten. Wenn euch das Review gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert für mehr Testberichte.